Herzlich willkommen zu magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Mein Name ist Britta Dahlberg und ich freue mich, euch zu begrüßen. Ja, wer ist heute unser Gast? Wir haben Howard Martin eingeladen und gleich mit ihm zusammen auch unsere Übersetzerin Christiane Becht. Erstmal ein herzliches Hallo an euch beide. Hallo. Hey, herzlich willkommen. Hi Howard. Hey Britta, good to be with you, and I want to appreciate everybody who's listening right now to our conversation. Thank you for your time and attention on what for me is a kind of cold winter day here in Northern California where I live. Hallo Britta und an alle. Ich möchte alle gerne wertschätzen, die jetzt hier zuhören und zuschauen. Und für mich ist es hier in Kalifornien ein recht kühler Wintertag. Ganz untypisch unserer Vorstellung entsprechend, nicht wahr, Christiane? Wir sind hier im Winter, im Süden von Deutschland ist im Moment 2 Meter Schneehöhe. Das müssen wir Howard schnell mal übersetzen. Yeah, that sounds untypical for California, but where I am actually in the south of Germany, there's 2 meters of snow. Well, that's why I'm waiting until March to come to Frankfurt. Sagt, deshalb warte ich bis März, bis ich nach Frankfurt zu euch komme. Gute Idee. Ja, ihr Lieben, ich wollte eine kurze Einführung noch machen, dass ihr wisst, wer denn dieser interessante, charmante, humorvolle Mann ist. Der Howard Martin, ihr habt es schon gemerkt, das ist ein besonderes Erlebnis, ihm zu begegnen. Er hat schon Tausende von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Und zwar worin? Darin, ihr Leben besser zu machen und die Welt auch zu einem besseren Ort zu machen. Seine Arbeit ist von größter Bedeutung, wenn es darum geht, Menschen dabei zu helfen, die Gesundheit zu verbessern, mentalen Vorsprung zu erhöhen, die Chemie ihrer Stressreaktion zu verändern und spirituelle Verbindung zu erkennen. Und Howard ist für uns nämlich ein lebendiges Beispiel für das natürliche Gleichgewicht zwischen Kopf und Herz. Und diese Worte hat fast ganz ähnlich ein ganz berühmter Mann gesagt, das war Joe Dispenza, einer der heute in der Welt bekanntesten Bewusstseinsforscher, aber auch Referenten wie Alex Loyd. Ihr kennt ihn dann sicher hier aus unserem Programm, der hat den Healing Code begründet, oder auch Braden Nelson, der kommt vom Emotion Code. Er hat uns auch Howard Martin wärmstens ans Herz gelegt und seine Arbeit empfohlen und auch die menschliche Verbindung sehr, sehr geschätzt, um nur einige zu nennen. Jetzt endlich haben wir es geschafft, ihn einzuladen und nach Frankfurt zu bringen und euch live diese Methode auch vorzustellen. Und heute wollen wir also eine kleine Einführung in das Thema miteinander besprechen. Ich bin auch schon ganz aufgeregt und neugierig und gespannt auf dieses Interview, das jetzt gleich die Christiane auch übersetzen wird. Ja, Howard, wir wissen, das Herz ist ein physisches Organ. Das wird nicht müde, das Blut durch den Körper zu transportieren und zu pumpen von der Geburt bis zum Tod. Es sendet wichtige Signale an unser Gehirn und natürlich den Rest des Körpers. Aber es gibt auch einen emotionalen Aspekt, einige höhere Emotionen wie Mitgefühl, Fürsorge, Toleranz, Freundlichkeit, Wertschätzung, Geduld und Liebe. Alle diese Emotionen erfahren wir ja auch im Zusammenhang mit unserem Herz. Es ist der Sitz für eine tiefere Intuition und auch Weisheit. Man könnte sagen, Sitz für unser authentisches Selbst. Was wir gerne von Howard wissen wollen, ist, dass er ein bisschen was erzählt darüber, über das HeartMath-Institut in Kalifornien, was die herausgefunden haben über das Organ. Denn das hat schon also in den 90er Jahren gestartet, diese Arbeit. Kurz eben nochmal die Frage an Howard. Die HerzIntelligenz Methode, wie hat das alles gestartet damals in Kalifornien? Erzähl kurz dazu etwas. So Howard
HeartMath Institute is talking about the heart. We know the heart is an organ being connected with the brain, pumping blood, and so on, but it has this emotional component so strongly too, creating qualities of love and wisdom, appreciation, care, and compassion. A lot of these qualities. What we like to know from you in our first question is, when you share with us a little bit more about the HeartMath Institute, what is that emotional intelligence of the heart that we talked about? Well, actually, we call it heart intelligence. It's an intelligence that it does embrace emotional and mental intelligence. It's very high speed. It's intuitive in nature. You know, it's an intelligence that gives us really good guidance for the choices that we make as we play the game of life. And I'll continue, I'll let you translate, yeah. Ja, also wir nennen das HerzIntelligenz und es ist tatsächlich so, dass das Herz eine Quelle von ganz großer Intuition ist und ein ganz, ganz guter intuitiver, eine Führung in uns sein kann. Well, the heart's intelligence gives us the ability to discriminate very differently. You know, when we're seeing the world, ourselves, and others through the eyes of the heart, things look very different. Das Herz hilft uns sehr, Dinge ganz anders zu unterscheiden. Wenn wir die Welt mit Herz betrachten, dann können wir ganz anders unterscheiden und die Dinge anders betrachten. And this is important in decision making, in relationships, in our health, our physical health. I mean, HeartMath does a lot in the area of improving health for people. So the heart's intelligence plays a role in all of that. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, was Gefühle betrifft, was Entscheidungen betrifft, was Beziehungen betrifft, aber eben auch Gesundheit. Und das HeartMath-Institut ist auch sehr engagiert mit dem Thema Gesundheit. Yeah, and the heart's intelligence sort of gives birth to some of the emotional qualities that we really want more of. Die HerzIntelligenz, die gebärt wirklich diese Qualitäten, von denen wir mehr möchten. I think people have a general understanding of the power of care or compassion or the importance of having appreciation and gratitude in our life. Und ich denke, die meisten Menschen haben ein Gespür, einen Sinn für die Wichtigkeit von Fürsorge oder Mitgefühl oder kennen auch das schöne Gefühl von Wertschätzung oder ja, von solchen Qualitäten. Yeah, and what I've found and what our research supports is that these aren't just nice sentiments. They are powerful, transformative characteristics that we have. They are serious tools for advancing ourselves and improving the quality of our lives and the lives of others. Und das sind nicht nur schöne Begriffe und Synonyme, sondern das sind wirklich kraftvolle Charakteristiken, kraftvolle Qualitäten, die transformative Auswirkungen haben, unser Leben zu verändern. So when you add up the emotional qualities, the intuition, the power and strength that come from the heart, you add all that up, and what you end up with is an intelligence that we call heart intelligence. And to me, heart intelligence is essential right now for living life in these changing times, everything changing so quickly. Und wenn wir das alles zusammennehmen, diese emotionale Qualität, diese Intuition, diese transformative Kraft, wenn wir das alles zusammenpacken, dann ist das wirklich eine Intelligenz. Und zwar eine, die ganz wichtig ist in unserer heutigen Welt. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, ob das auch online funktioniert oder wie wichtig ist diese persönliche Begegnung vielleicht im Zusammenhang mit der Anwendung von HeartMath. We were thinking about whether this would also work online and virtually, or how important is the personal encounter with other people with HeartMath. Well, it's all important in these times, and certainly I do lots of virtual presentations. I do training programs. I do lots of interviews like this. But, you know, in these times, there's nothing more important than gathering together right now. We need to support one another. We need the human interaction that's taking place. And I'll continue that answer after you translate. All das ist wichtig. Ich mache ganz viele Online-Kurse und es gibt ganz viele virtuelle
Angebote und Übungen, die jeder einzeln machen kann. Aber was heute in dieser Welt umso wichtiger ist, ist das Zusammenkommen von Menschen. Wir brauchen diese Kraft des Zusammenkommens, dieses von Mensch zu Mensch, diese direkte Begegnung. You know, so there's something magic that happens. An energetic transfer happens when people come together, like in an event. There's something special about that, and that's one of the reasons that I still do the live events and still travel, is there's something so special about the magic that happens when we are together in that shared experience. Und da passiert etwas ganz Magisches, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns als Menschen persönlich miteinander treffen. Und das ist mit ein Grund, warum ich immer noch reise und Vorträge oder Workshops halte in verschiedenen Ländern, weil da so eine kraftvolle Magie drin steckt, wenn Menschen wirklich zusammenkommen. So through a virtual presentation, I might reach 20,000 people, and I do a live event, and maybe only I'll reach 200 or 300 people. But what's more important? It's the energetic connection and energetic transfer that's most important. Und es ist so, dass ich online vielleicht etwas anbieten kann und 20.000 Menschen erreiche. Wenn ich reise und persönlich irgendwo bin, dann begegne ich vielleicht dort 200 Menschen. Aber was so viel wichtiger und kraftvoller ist, ist das energetische Geschehen, was da vor sich geht, die energetische Transformation und energetische Kraft dieses persönlichen Zusammenkommens. Die ist so viel kraftvoller. And I'm seeing a trend start to change now. Und es verändern sich auch die Trends. Yeah, people, it used to be that they just wanted to do everything online, and now people are coming to my live events and saying, I'm just got tired of seeing you online. I wanted to see you in person. So they want to actually have the real experience, not just me on a screen, but they want to do that. And I think that's true of my colleagues. I know Britta mentioned some of my friends like Joe Dispenza and all that. Their live events are doing really well. And I think it's because people want that interaction with one another these days. Not everything to be virtual, but virtual is important as well. Und das ist schon ein Trend, der sich abzeichnet, den ich erlebe. Die Leute wollten die ganze Zeit alles online machen und virtuell und so weiter. Und jetzt kommen immer mehr Leute wieder zu den Live-Events und treffen mich dort und sagen mir, ach, ich war es müde, dich immer nur auf dem Bildschirm zu sehen. Ich wollte dich mal live erleben und mal live kommen. Und das hat viele andere Freunde, Seminarleiter, Kollegen von mir auch berichten, dass der Trend wieder dahin geht, wieder persönlich zusammenzukommen und diese Magie, diese Kraft zu erleben. Das ist es ja, worauf wir uns auch freuen. Aber da gibt es eine Übung, glaube ich, eine Demonstration, die du mit allen Teilnehmern auch machen willst am ersten Abend. Kannst du uns dazu nochmal sagen, wie das abläuft? Wie können wir uns das praktisch vorstellen? And that is great to hear. We so look forward to have you in soon live. Something I just want to share. With 1 second before we go to the next question, something I just saw on my desk that I want to share. I know it's kind of soft, but let me show you this. What this is a little paper heart. Eine Sache möchte ich noch einfügen. And why is this on my desk? Here's why it's on my desk. About a year and a half ago, I was speaking in Italy, and there was a large group there, maybe 500 people. And at the end, people were coming up to have their pictures taken. And a family walked up to me, husband, wife, 2 little children, and they didn't speak any English. They were only hearing it, through a translator. And this little boy, maybe 5 or 6 years old, walked up to me, looked me right in the eye, and handed me that heart. Und diese kleine Geschichte möchte ich noch kurz teilen, bevor wir zur nächsten Frage kommen, weil ich das hier auf meinem Schreibtisch hier direkt am Computer liegen habe, dieses kleine rosa Papierherz, was ihr gesehen habt. Denn das stammt aus Italien. Ich war dort, habe einen Workshop geleitet, da waren 500 Leute dort. Und hinterher kamen natürlich viele Leute auf mich zu und wollten mit mir persönlich noch mal kurz sprechen. Und da kam eine Familie, die überhaupt kein Englisch sprachen und nur über den Übersetzer das mitbekommen hatten. Und der kleine Junge, der war gerade mal 5, der reicht mir dieses Herz und hat mir das geschenkt. Yeah. That's an example of why I still love doing live events. I touched that boy in a way, and he touched me in a way that we could never do through only virtual. And there's his little heart on my desk today as a reminder of him and a reminder of why I do the work I do.
Und genau deshalb liebe ich es, immer noch diese Live-Events zu machen oder wieder umso mehr. Und das ist etwas, was wir virtuell nicht kreieren können. Dieser Junge hat mich berührt, wie es online nicht ginge. Und ich habe ihn offensichtlich berührt. Und genau deshalb habe ich auch das Herz hier liegen, dass es mich daran erinnert, warum ich diese Arbeit mache. Dankeschön. Ja, thank you for sharing. Ja. Ja, nochmal zur Frage zurück. Wie sieht diese Echtzeitdemonstration aus, die du am Abend, am Erlebnisabend machen wirst? So back to that question, we were wondering about one exercise or demonstration that you want to do on the open evening when you come to Frankfurt the first night. You said something about that, and how can we practically imagine that real-time exercise that you want to do? Sure, let me share that with you, but first let me say this. At the events that we're going to do in Frankfurt, there are going to be a lot of experiences. Starting on the Friday night, and then we're going to do a 2-day workshop. So there'll be lots of different tools and techniques and experiences, and we're going to measure some of that with our heart technology. Bevor ich das beantworte, gibt es noch den Kommentar, dass es ganz, ganz viele Übungen und Demonstrationen geben wird über den Verlauf des Wochenendes, an dem Freitagabend schon, aber auch in den 2 Tagen von dem Workshop. Wir werden viele Übungen und Techniken auch anwenden und weitergeben und auch die messbar machen. So people are going to get new understanding, new concepts. They're going to hear about some of the leading edge science that's taking place in the world today. And they are going to learn tools and techniques that they can take and apply in their daily life, in their professional life, in their personal life, all designed to lift vibration, lift consciousness, so that we can live and contribute to the world in a very, very different way. Und die Menschen werden ganz verschiedene Übungen erleben und erfahren können, selber erleben können und auch viele Techniken an die Hand bekommen. Viele Dinge, die sie mit nach Hause nehmen können und anwenden können im persönlichen Leben, im beruflichen Leben, überall im Alltag. Alles, um die Menschen, um euch anzuheben und dass wir gemeinsam Bewusstsein anheben in der Welt. So what I can do in an interview like this is provide a very simple technique that sort of connects us all. We can bond together energetically as we do this, and I'll share it with you now if you'd like. Und was wir hier in einem Interview machen können, ist eine Übung, wo wir uns gemeinsam verbinden. Das könnte ich jetzt teilen. Oh, okay. Wir werden das so machen. Wir werden eine kurze Pause nach diesem Interview machen und dann nochmal kurz neu aufzeichnen. Das können wir jetzt schon mal ankündigen, dass wir ein zweites Video zeigen werden und in dem ist die Demo dann zu sehen. Yeah, that is great. What we'll do, what I suggest is that at the end of this interview, we'll pause and we'll record the exercise in a separate video so people will have the exercise. Okay, that's great. Ja, wir sind ja spontan und haben uns dazu jetzt gerade erst entschieden, dass wir da noch viel Zeit haben. Also freue ich mich gleich auf den nächsten Teil. Dann lass uns doch kurz schon mal die Ansage machen zu dem Event, was wir vorhaben. Das wird vom 15. bis 17. März stattfinden in Frankfurt. Und es wird auch einen Early Bird Preis geben bis zum 15. Februar für die schnellen Vögel. Und dann werden wir natürlich auch wieder auf Facebook ein paar Eintrittskarten verlosen für diese Abendveranstaltung. Also ist es wichtig, dass ihr im Kontakt bleibt und schaut, was so passiert in der nächsten Zeit auf unserer Seite, auf unserer Facebook-Seite und im Web. Bitte liked und kommentiert natürlich auch auf Facebook dann, damit mehr Menschen davon erfahren. Denn wir sind sehr überzeugt von dieser Methode und der Anwendbarkeit, die wirklich kein besonderes Weltbild erfordert. Es kann jeder anwenden, jung, alt. Es gibt eigentlich keine Restriktionen, warum das nicht funktionieren soll. Und es macht auch riesig Spaß. Wie ihr jetzt eben erfahren habt, machen wir gleich im Anschluss noch die Übung. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle einen Stopp und freuen uns schon auf das zweite Video. Howard, we are going to say bye-bye to you at this part now in order to do the second recording. Okay, thank you very much. I hope everybody's enjoyed our little conversation, and I look forward to seeing you when I'm in Frankfurt. Be a blast there.
Danke euch allen. Ich hoffe, ihr habt es genossen, unser Interview, unser Gespräch hier. Und ich freue mich sehr, sehr auf jeden von euch, den ich dann in Frankfurt bald sehen werde. Dankeschön und tschüss, bis dann.